Die 12 Monate, meditative Abendroutine und ein Märchen aus der Slowakei. Mach es dir in deinem Bett bequem. Rückel und räkel dich gerne nochmal zurecht und nimm 2, 3 tiefe Atemzüge. Wenn du möchtest, kannst du dich auch nochmal recken und strecken, gähnen oder laut seufzen. Und wenn noch nicht getan, dann schließe jetzt deine Augen. Werde ganz ruhig. Beobachte, wie dein Atem nun ganz entspannt, ganz gleichmäßig ein- und ausströmt. Spüre das Heben und Senken deiner Brust und deines Bauches mit jedem Atemzug. Spüre dich jetzt am Ende dieses einmaligen Tages hier in deinem Bett. Der Tag ist vorbei und es gibt jetzt nichts mehr zu tun, als einfach nur zu entspannen. Und das darf sich gut anfühlen. Ich lade dich ein, die nächste Minute dazu zu nutzen, nochmal die Bilder deines Tages zu betrachten. Was hast du heute erlebt? Was hat diesen Tag ausgemacht? Schau einfach mal, welche Bilder dir in den Sinn kommen. Ab jetzt 1 Minute für deine Bilder des Tages. Und nun sammel doch nochmal mindestens 3 Dinge zusammen, die dir heute besonders gefallen haben. 3 Dinge, für die du heute besonders dankbar bist.
Dann lasse die Bilder deines Tages und die Bilder der Dankbarkeit los. Stell dir vor, wie der Schnee sanft auf die Erde fällt und alles zur Ruhe bringt. Eine weiche, weiße Decke der Entspannung darf sich über dir ausbreiten. Und in den Momenten der Ruhe, den Momenten der Entspannung, finden all die wichtigen, kleinen und größeren Reparaturarbeiten in dir statt. Es wird ausgeglichen und in Ordnung gebracht, was vielleicht während des Tages etwas durcheinander gekommen ist. Einfach so, während du ruhst und gleich, während du tief und fest schläfst. Stell dir vor, du stehst am Rande eines winterlichen Waldes. Die Luft ist angenehm frisch, aber es ist nicht zu kalt, denn du bist warm und weich eingekuschelt. Der Schnee glitzert im Mondschein und jeder Atemzug fühlt sich rein und klar an. Vor dir führt ein schmaler Pfad in den Wald hinein und du setzt vorsichtig einen Fuß vor den anderen, Schritt für Schritt. Und mit jedem Schritt fühlst du dich leichter, friedlicher. In der Ferne siehst du ein sanftes Licht, eine warme, goldene Flamme, die dich einlädt, näher zu kommen. Du gehst weiter und entdeckst eine Lichtung. Dort brennt ein Feuer und 12 weise Gestalten sitzen im Kreis um das Feuer herum. Es sind die 12 Monate des Jahres. Sie begrüßen dich mit einem liebevollen Blick. Einer von ihnen steht auf. Es ist der Monat, in dem du geboren wurdest. Er tritt zu dir heran, legt dir sanft die Hand auf die Schulter und sagt: Du bist genau da, wo du sein sollst. Die Zeit ist dein Freund. Vertraue auf den Fluss des Lebens. Alles wird gut. Und du atmest tief ein und spürst,
wie sich Wärme und Vertrauen in dir ausbreiten. Du bist sicher, getragen und geborgen. Bleib noch einen Moment hier und spüre die Kraft dieses Augenblicks. Spüre in dich hinein, wie sich eine angenehme Ruhe in dir ausbreitet. Warm und gemütlich. Und möglicherweise spürst du jetzt, wie du immer müder und immer schläfriger wirst. Wie du immer schwerer in deine Matratze sinkst. Und ganz nebenbei lese ich dir ein Märchen vor. Und du darfst beobachten und belauschen, was dort so vor sich geht. Du weißt, dass dieses Märchen gut ausgehen wird und kannst jederzeit beruhigt einschlafen. In einem kleinen verschneiten Dorf am Rande eines dichten Waldes lebte einst ein Waisenmädchen namens Maruschka. Sie war freundlich und fleißig, doch sie lebte bei ihrer Stiefmutter und deren Tochter, die beide hartherzig und neidisch waren. Während Maruschka von morgens bis abends arbeitete, kümmerte sich ihre Stiefschwester nur um ihr eigenes Wohl, saß am warmen Ofen und kämmte ihr Haar, während Maruschka Wasser holte, Feuer machte, Suppe kochte, die Kuh und ihr Kalb fütterte, die Wäsche wusch und die Stube putzte. Sie arbeitete gewissenhaft und geduldig, und immer öfter träumte sie bei der Arbeit still vor sich hin und trug ein sanftes Lächeln auf ihren Lippen. Bei diesem Anblick zog sich das Herz der Stiefschwester immer dunkler zusammen. Denn Maruschka sah so friedlich und schön aus, dass die Stiefschwester es kaum aushielt. Eines Tages, es war in der Mitte des ersten Monats im Jahre, an einem stillen Wintermorgen, als der Schnee ein weißes, weiches Tuch über die Felder und Wälder zog, sprach die Stiefschwester zu Maruschka: »Ich möchte Veilchen, bring mir frische blaue Veilchen, und zwar heute.« Maruschka hob erstaunt ihren Blick. »Aber, liebe Schwester, im Winter schlafen die Blumen tief unter dem Schnee.« Die Augen der Stiefschwester funkelten und duldeten keine Widerrede. »Ich will sie haben. Geh in den Wald, sofort.« Und ehe Maruschka noch antworten konnte, wurde sie hinausgeschoben
und die Tür von innen verschlossen. Da stand das junge Mädchen mitten in der frostigen Schneelandschaft. Ihr Atem schwebte wie eine kleine Wolke vor ihrem Mund. Der Schnee knirschte unter ihren Schritten. Doch obwohl sie fror, blieb sie in ihrem Herzen leicht und zuversichtlich. Sie ging zwischen den hohen Tannen hindurch, in den dichten Wald hinein, bis sie plötzlich in der Ferne ein warmes, goldenes Licht sah. Vorsichtig ging sie in die Richtung, aus der das Licht kam. Dort angekommen, blieb sie wie verzaubert stehen. In der Lichtung, mitten im Schnee, loderte ein Feuer. Und im Kreis darum saßen 12 weise Gestalten. Jeder war anders. Doch auf geheimnisvolle Weise waren sie harmonisch miteinander verbunden. Einer sah rau aus wie die Winterzeit, mit weißem Bart und kristallklarem Blick. In der Hand hielt er einen goldenen Stab. Andere wirkten jung und farbenfroh wie der Frühling. Und wieder andere warm und lebendig wie ein Sommertag. Es waren die 12 Monate. Maruschka neigte ehrfürchtig den Kopf. Der Älteste, der Januar, lächelte mild. Maruschka fasste Mut, trat näher und bat: »Liebe Leute, erlaubt mir, dass ich mich am Feuer etwas wärme.« Der Eismonat Januar nickte mit seinem Kopf und fragte: »Weshalb bist du hergekommen, Mädchen? Was suchst du hier?« »Ich suche Veilchen«, antwortete Maruschka. »Es ist nicht an der Zeit, Veilchen zu suchen, wenn Schnee liegt«, sprach der Eismonat. »Das weiß ich wohl«, entgegnete Maruschka traurig. »Allein meine Schwester und die Stiefmutter haben mir befohlen, Veilchen aus dem Walde zu bringen. Bring ich sie nicht, so darf ich nicht mehr nach Hause. Bitte schön, ihr lieben Hirten, sagt mir, wo ich deren finde.« Da erhob sich der Eismonat, schritt 2 Monate weiter zu dem jüngeren Mann und gab ihm den goldenen Stab, das Zepter, in die Hand. »Bruder März«, sprach er, »übernimm das goldene Zepter.« Der Monat März schwang den Stab über dem Feuer. In diesem Augenblick
loderte das Feuer höher. Der Schnee begann zu tauen, Bäume trieben Knospen, unter den Buchen grünte Gras und in dem Gras keimten bunte Blumen. Es war Frühling. Der März deutete auf das Gesträuch. Dort blühten Veilchen. Und ehe sie sich versah, gab es ihrer so viele, als ob jemand ein blaues Tuch ausgebreitet hätte. »Schnell, Maruschka, pflücke«, gebot der März. Und Maruschka pflückte freudig, bis sie einen großen Strauß beisammen hatte. Dann dankte sie den Monaten und eilte froh nach Hause. Ihre Stiefschwester und Stiefmutter wunderten sich, als sie Maruschka sahen, wie sie einen Veilchenstrauß trug. Sie gingen, ihr die Tür zu öffnen, und der Duft der Veilchen breitete sich in der ganzen Hütte aus. Doch schon am nächsten Tag verlangte die Stiefschwester nach etwas Neuem. »Heute möchte ich Erdbeeren«, sagte sie, während draußen die Schneeflocken fielen. »Frische, rote Erdbeeren.« »Aber Erdbeeren wachsen doch nur im Sommer«, flüsterte Maruschka. Doch auch dieses Mal stieß ihre Stiefschwester sie hinaus. Und so ging Maruschka wieder in den Wald. Sie folgte dem vertrauten Weg und kam erneut zu der Lichtung, in der immer noch das Feuer brannte. Die 12 Monate saßen dort in stiller Würde, und wieder nickte ihr der Januar freundlich zu. »Du bist zurückgekehrt, liebes Kind«, sagte er sanft. »Sag uns, was du diesmal suchst.« Leise sprach Maruschka von den Erdbeeren. Der Winter übergab das Zepter an einen seiner jüngeren Brüder. »Bruder Juni.« Der Juni erhob sich und nahm den goldenen Stab an sich. Und mit einem Mal war der Wald erfüllt vom warmen Sommerlicht. Die Luft roch nach frischem Gras und Flieder. Bienen summten, Vögel sangen. Und dort, am Boden neben den Sträuchern, schimmerten Erdbeeren. Rot und süß, dass einem das Wasser im Munde zusammenlief. »Pflücke sie, gutes Kind«, sprach der Juni. Maruschka dankte still, pflückte eine Handvoll Erdbeeren und kehrte dann eilig heim. Doch das Herz der Stiefschwester blieb hart.
Am nächsten Tag sprach sie: »Heute möchte ich knackige rote Äpfel.« Maruschka seufzte leise. Doch wie immer gehorchte sie, ohne zu klagen. Ihre Füße kannten nun den Weg. Und bald stand sie wieder am Feuer vor den 12 Monaten. Der Januar hörte ihr zu und übergab dann den Stab an einen seiner würdevollen Brüder. Bruder September. Und mit einem Mal lag der duftende Herbst über dem Land. Die Blätter der Bäume leuchteten grün, manche begannen schon sich gelb zu färben. Und der Wind sang durch die Wipfel der Bäume. An den Zweigen eines Baumes mit runder, kräftiger Krone glänzten 2 rote Äpfel. »Diese 2 sollen dir genügen«, sprach der September freundlich. Maruschka pflückte die Äpfel und trug sie, geschützt in einem Tuch, nach Hause. Nachdem Stiefschwester und Mutter die beiden Äpfel verspeist hatten, wollten sie mehr. Gleich heute, gleich jetzt. Sie klagten Maruschka an, sie hätte nicht alle Äpfel bei ihnen abgegeben. Doch Maruschka versicherte, dass es nur diese beiden Äpfel gegeben hätte. »Lügnerin«, kreischte die Stiefschwester. Von Gier getrieben, zog sie ihre Mutter am Ärmel hinaus. Sie wollte nun selbst in den Wald. Die beiden folgten Maruschkas Spuren und gelangten an die Lichtung. Dort fanden sie das Feuer vor, um das auf 12 Steinen die 12 Monate saßen. Ohne zu fragen, gingen die beiden Frauen ans Feuer, um sich die Hände zu wärmen. »Was sucht ihr hier? Und warum seid ihr hergekommen?« fragte der Eismonat Januar. »Wozu fragst du, du alter Tor? Du brauchst nicht zu wissen, wohin wir gehen«, raunte ihn die Stiefschwester an. Der Eismonat Januar runzelte die Stirn und schwang sein Zepter. In diesem Augenblick verfinsterte sich der Himmel. Das Feuer brannte niedrig und es begann Schnee zu fallen, als hätte jemand ein Federbett ausgeschüttelt. Ein eisiger Wind wehte durch den Wald und Stiefschwester und Mutter erstarrten als kristallene Eisskulpturen. Solange der Winter anhält, sollt ihr starr bleiben und eure Taten bedenken, sprach der Januar. Möge der Frühling euch die Möglichkeit geben, euch zu bessern.
Maruschka bereitete währenddessen zu Hause das Essen vor. Doch weder Schwester noch Mutter kamen heim. »Wo bleiben Sie so lange?« sprach Maruschka zu sich selbst und blickte zum Fenster hinaus. Der Himmel strahlte inzwischen von Sternen, die Erde glänzte von Schnee. Maruschka betete ein Vaterunser für die Schwester und die Mutter. Dann spürte sie, dass eine große Last von ihren Schultern genommen wurde. Erst jetzt merkte sie, wie schwer die letzten Jahre gewesen waren. Sie setzte sich an den warmen Kamin und sang. Zunächst leise, dann immer lauter, immer freier. Am nächsten Tag kam ein junger Bauer aus dem Dorf vorbei. Er kannte sie schon lange und war fasziniert von ihren sanften Augen und ihrem bezaubernden Wesen. Er brachte ihr Brennholz vorbei, blieb am Zaun stehen und fragte nach ihrem Befinden. Von nun an kam er jeden Tag, und mit der Zeit legte sich ein warmes Licht um ihre Herzen, und es wurde Liebe. So taten sie sich zusammen und lebten in Glück und Frieden, behütet durch die Jahreszeiten. Und jedes Jahr, wenn der Winterwind durch die Tannen streicht, erzählen sie ihren Kindern, dass die 12 Monate noch immer am Feuer sitzen und über die Zeit und die Menschen wachen. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Und dir wünsche ich eine gute Nacht, einen tiefen und erholsamen Schlaf und schöne Träume.